Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report. Heute mit dem Thema Junior Goldaktien steigen stärker als Gold und Silber. Disclaimer. Der GDXJ steigt heute um 2,1% auf 35,05 Dollar, während Gold und Silber leichte Minus schließen. Das könnte der Beginn der Abkupplung von Gold und Silber sein, der bedeutet, dass Goldaktien der bullischen Phase stärker steigen als Gold und Silber. Im GDXJ-Chart wurde auch ein Gap vom März geschlossen. Außerdem stieg der GDXJ stark an und bildete ein sehr bullisches Muster mit einer bullischen Engulfing Candle. Diese Kerze umschließt die bearische Kerze vom Vortag völlig und kann das als Zeichen für den Start der Rallye sein, wie das von den Chartanalysten bisher stets beobachtet wurde in solchen Fällen. Dann sollte auch das Tief von heute bei 9,33,95 $ nicht mehr unterschritten werden. Ja, hier muss man genau hingucken. Wie gesagt, das ist der GDXJ-Chart mit dieser Kerze. Und es ist ja so, in diesem Goldaktienbullenmarkt steigen eben diese Penny-Gold-Aktien, also diese kleineren Explorationen im Junior, erheblich stärker als Gold und Silber selbst. Das ist wichtig zu wissen. Wenn Gold und Silber ein paar Prozent steigt, können die Aktien gerade sich in der Frühphase verdoppeln und mehr. Das ist das besonders Interessante und das zeigt natürlich der GDXJ-Chart insbesondere. Hoffen wir, dass diese Abkopplung von Gold und Silber tatsächlich jetzt, dass es der Beginn dieser Abkopplung ist und dass sich dementsprechend jetzt der GDXJ dementsprechend besser entwickelt als Gold und Silber selbst. Ja, Gold, PGDI, Projektgenerator, Neufundland und Querweg. Sie haben im Wesentlichen 5 Projekte, also ihr Key-Projekt, Flaggschiff-Projekt sozusagen, ist das Rott- und Zeller-Projekt mit Gold, Silber und Kupfer. Also das ist ein Goldprojekt. Es beherbergt kürzlich entdeckte hochgradige epithermale Goldvorkommen in Verbindung mit einer bedeutenden Tellur- und Kupfermineralisierung in einer porphyrartigen Umgebung. Dann haben Sie das Zuleika-Projekt, das ist Gold, Silber, Nickel, Neufundland, krustenartige Verwerfungszonen im gesamten zentralen Neufundland erweisen sich als bedeutende goldmineralisierende Strukturen. Dann das Short Rock Projekt, Silber-Gold in Neuschottland, Bohrabschnitte mit 4,2 Gramm pro Tonne auf 3,15 Meter, einschließlich 22 Gramm pro Tonne Gold auf 0,4 Meter und 16,6 Gramm pro Tonne Gold auf 2,45 Meter. Das ganze System befindet sich zwischen der Trans-Canadian Highway und einer Eisenbahnlinie. Dann haben Sie noch das DFix, das Nickel-Kupfer PGE, Labrador, Querback-Oberflächenproben, also dass die Region Oberflächenproben haben, 16 Gramm pro Tonne PGE und Gold aufgewiesen und in zahlreichen hochgradigen Gebieten sozusagen. Ja, also das ist denkbar, dass die jetzt hier noch Potenzial in Defix und Huckleberry-Gebiet, darunter Nickel, Kupfer, Gold, PG für Labrador, dass es hier auch noch ein starkes Platin-Projekt ist. Also die haben eine ganz geringe Marktkapitalisierung, irgendwie um 3 Millionen Dollar. Ist natürlich extremes Risiko, sehr hohes Risiko, aber die haben eben diese riesigen Projekte, die der Markt eben jetzt kaum bewertet. Das in einem sicheren Rechtsgebiet. Charttechnisch sehen Sie selbst, scheint das Unternehmen den Boden gefunden haben. Das hat im Prinzip seine ganzen Gewinne von 2020 abgegeben. Und wenn das jetzt die Bodenbildung sozusagen gewesen ist und wir stehen von einem Goldaktien-Rallye-Markt, könnte natürlich gerade solche Aktien dann möglicherweise auch zu ihren alten Höhen zurückgeben und darüber hinaus. Das ist ja das, was wir hoffen, dass diese riesigen Projekte dementsprechend bewertet werden. Also wenn wir jetzt eine starke Goldrallye hier sind, könnte das ein Unternehmen sein, das sehr profitiert. Wie immer, das ist keine Kaufempfehlung, das Ganze ist sehr hohes Risiko, aber ich wollte Ihnen einfach mal aufzeigen, was es da draußen für Projekte mit hochgradigen Ressourcen soweit gibt. Ja, wie gesagt, das ist hier nochmal das Gebiet in Neufundland. Das ist ja diese Halbinsel, wo dann das Projekt sitzt.
Ja, nochmal generell Aussage zu Gold. Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8.500 $ steigen. Warum? Weil es eine ähnliche Chartdynamik wie während des letzten Goldaktienbullenmarkts aufzeigt. Damals ist Gold innerhalb von einem Jahr von 200 $ auf 850 gestiegen. Aber vorher gab es eben auch wie jetzt aktuell eine enorme Korrektur. Die hat sicherlich auch damals sehr schlechte Stimmung erzeugt und hat sicherlich viele Leute davon abgeschreckt, in diesen Bullenmarkt einzusteigen. Was während dieses Bullenmarktes passiert ist, sieht man an diesen Aktienbewegung. Hier ging es von 5 Cent auf 19 $ hoch, 10 Cent auf 36 $, 20 Cent auf 40 $. Also aus 1.000 $ wurden 300, 400.000 $. Einfach unglaublich. Passiert natürlich nicht sehr oft. Ist eine extreme Situation sein, so genauso extrem wie jetzt eben Goldaktien gegenüber Gold und Gold eben gegenüber den gedrückten Papiermengen oder Geldmengen ist. Also das ist eine ganz zugespitzte Situation und ist gut möglich, dass Gold diese Dimension steigt. Glauben wir das persönlich, dass es jetzt innerhalb von einem guten Jahr auf 8.500 $ geht, kann ich mir eher nicht vorstellen. Ich denke mal, sie werden das einfangen, aber etwas Luft müssen sie geben, einfach um den physischen Knappheiten gerecht zu werden und natürlich auch, damit es nicht zu einer unkontrollierten Reaktion kommt. Also vermutlich werden sie Gold 2.300, 2.400 zugelassen und Silber Richtung 50 steigen lassen können. Und dann, aber eben diese Anpassungsphase ist gerade für diese Penny-Gold-Aktien absolut lukrativ. Und es kann eben sein, dass viele Penny-Gold-Aktien in dieser Phase in den Dollarbereich oder mehr steigen. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Das ist eben dieser moderate Anstieg von Gold und Silber, der im Prinzip für kaum jemanden interessant ist. Also Gold steigt um 25, 30%. Aber Sie sehen, was eben Minen in solcher Situation machen können. Hier in dem Beispiel von 2 Cent auf 36 innerhalb von wenigen Monaten. Das ist das, worauf wir spekulieren. Das ist diese extreme Unterbewertung. Und das könnte in diesem Bereich hinführen. Und das ist eine einmalige Chance. Und nehmen wir mal an, Gold steigt dann noch weiter, so dass diese Aktie dann auch noch weiter steigen kann, die Euphorie. Aber Sie sehen, den überproportionalen Gewinn gibt es logischerweise nur in der Frühphase. Hier steigt Gold vielleicht um 25%, hier steigt dann Gold um das Doppelte, aber die Aktie steigt um das Doppelte mit. Also deswegen ist jetzt so interessant, ist jetzt diese Zeit so interessant, weil die wirklich am Boden bewährte, extremer Boden, keiner glaubt in Goldaktien. Und die meisten werden natürlich erst dann einsteigen, wenn die Gewinne gemacht worden ist. Das muss man sich klar bewusst machen. Das ist immer so. Reine typische menschliche Psychologie. Also wir müssen einfach sehen, aus meiner Sicht, dass wir diese Penny-Gold-Aktien aufladen, natürlich gut verteilen. Das ist Hochrisiko, weiter beobachten, gute Projekte nachkaufen etc. Und dann werden schon einige ordentliche Mega-Gewinner dabei sein. Aber wie gesagt, in einem Goldbullenmarkt, wenn der dann tatsächlich jetzt einsetzt, haben wir eigentlich im Prinzip äh, keine Verlierer an der Stelle. Es gibt dann nur einige Superperformer und, sage ich mal, andere Goldaktien, die sich, sage ich mal, so im Mittelfeld oder normal entwickeln. Ja, ist immer noch eine extreme Unterbewertung. Auf der rechten Seite werden Goldaktien mit Gold verglichen. Da sehen Sie, dass seit 1996 Goldaktien im Bärenmarkt sind und eigentlich jetzt erst ihren Boden erreicht haben. Und Chartisten meinen einen überproportionalen Anstieg dieser Goldaktien, was dann zu dieser Mega-Aktien-Rallye führen kann. Genauso gibt es ein Gap zwischen Junior-Aktien und Senior-Aktien, das sich auch, sage ich mal, ausgleichen kann, hier wie 2002. Und das war auch der Zeitpunkt einer enormen Gold- und Silberaktienrallye. Ja, wie hätte man 1970 optimal investiert? Im Grunde genommen, klar, im Nachblick ist das, Rückblick ist das immer einfach. Im Grunde genommen hätte man einfach Goldaktien einsammeln müssen, sage ich mal auch, gerade da, wo sie zurückgegangen sind, weiterkaufen und dann im Grunde genommen diese Mega-Eruption hätte abwarten müssen. Und Sie sehen ja, was dann mit Goldaktien passieren können, wenn die Marktstimmung oder die Marktbewegung sich ändert. Dann hätte man vielleicht einige 50, 100 Bäcker, wie auch immer gemacht. Ich habe Ihnen die Beispiele gezeigt aus diesen Zahlen. Äh, und im Grunde genommen hätte diese Gewinne dann, also wenn wirklich die Euphorie groß war und alle in Gold und Silber und Goldaktien investieren sollte, hätte man das selbstverständlich verkaufen müssen, eben Ende 1979 oder 1980.
abstoßen und einfach traditionelle Top-Werte kaufen, wie Berkshire Hathaway. Hätte man das damals gemacht, hätte man aus $50 in Goldaktien sein Geld verhundertfacht, dann ver-228-facht mit Berkshire Hathaway bis zum Jahr 1999, dem nächsten hohen Zykluspunkt von Aktien allgemein. Also man multipliziert die Effekte und hätte aus $50 1 Million langfristig machen. Wie gesagt, das ist der Blick in die Vergangenheit, aber das mag uns vielleicht helfen für den Blick in die Zukunft. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, je mehr Goldaktien steigen, desto mehr interessieren sich natürlich für unsere Goldaktien, auch Politiker. Es kann zu Minenverstaatlichung, Extrasteuern kommen. Auch das systemische Risiko unseres eigenen Bankensystems geht zu. Wir müssen natürlich sicher sein, dass wir die Gewinne auch realisieren können. Das ist ganz klar. Also sollte man eher in der relativen Frühphase davon zum Beispiel mehr Gold und Silber von den Gewinnen kaufen oder eben schlicht und einfach auch von den Goldaktien leben, um nicht sein physisches Gold und Silber, das ja eher eine Versicherungsfunktion ist, für eine bestimmte Situation, ausgeben zu müssen. Ja, vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, 1980 hatten wir hier, das ist markiert sozusagen, einen Goldpreis von 180 Dollar und den Dow Jones von 850. Das heißt, die treffen sich bei 1:1. Da misst man sozusagen Gold und den Dow. Da wäre es eben ratsam gewesen, Gold und Goldaktien eben zu verkaufen und dann wieder in Aktien zu investieren. So einen ähnlichen Punkt gibt es dann vermutlich auch. Statisten meinen, das wird diesmal noch heftiger. Also man kriegt vielleicht für eine Unze Gold 2, 3, 4 Dow. Who knows? Mike Maloney hat das berechnet. Ein Haus konnte man 1980 für 500 Unzen Silber bekommen, damals eben $25.000 am Peak. Und ja, und wenn der Entwertungsprozess diesmal noch stärker sein wird, wie die Statisten ja, vermuten, kommt man vielleicht auch mit 200 Unzen zurecht, um ein klassisches Standardhaus zu kaufen. Ich meine, sind die Aussagen, die Statisten hier machen. Wie das in der Realität ist, wird man sehen. Aber das ist möglicherweise das alte Tief von 1980, also unterboten wird, also von klassischen Werten etc. gegenüber Gold, ist absolut denkbar. Fazit: Wir müssen die Gewinne aus den verschiedenen Ereignissen multiplizieren. Das heißt, jetzt steht vermutlich eine Goldaktienrallye an, weil die so extrem unterbewertet wird, während Gold nur moderat steigt. Äh, Das würde dann bedeuten, im Schnitt machen wir vielleicht eine Ver-25-fachung mit unseren Goldaktien, rekonvertieren das zum Beispiel in mehr Gold und Silber. Den habe ich pauschal mal den Faktor 4 zugemacht. Das heißt, dieses Gold und Silber kauft man hier bei $2.300, vielleicht 40, $50, who knows, für Silber. Trotzdem hat das noch Kaufkraftsteigerungspotenzial. Bei Gold kennen Sie den Maximalwert, soll auf 8.000 gehen, laut Mike Maloney, eher von Kreaz, und Silber Richtung $300, heutige Kaufkraft steigen. Das heißt, wir haben, nachdem wir Gold und Silber maximiert haben, dieses Gold und Silber, das wir maximiert haben, für dieses Gold und Silber ist noch ein Kaufkraftgewinn zu erwarten. Und wenn dieser Maximalwert erreicht wird, eben $8.000 für Gold, 300 für Silber, Kaufkraft, nicht nominale Währung, dann kann man in klassische Werte wieder investieren. Und das wäre 1980 die große Lösung gewesen. Und in irgendeiner Form wird es diese niedrigen Preise auch geben. Und dann kann man eben dementsprechend Häuser, Firmen oder vielleicht eben auch einfach Top-Fonds, wie ich das anfangs mit Berkshire Hathaway etc. gezeigt habe. Das heißt, aus jede $200 nach dieser Denklogik könnte man langfristig 1 Million Kaufkraft machen. Das ist natürlich gerade hinsichtlich der Rentendiskussion und Altersarmut, wovon geredet wird, wäre das natürlich ein Lösungsansatz. Das braucht natürlich alles Zeit. Ich denke mal, dieser Prozess äh, dauert vielleicht 15 Jahre, aber jetzt die Gold- und Silberaktien-Rallye, also die Ver-25-fachung der Kaufkraft, das steht meines Erachtens in den nächsten 6 bis 8 Monaten unmittelbar bevor. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, äh, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Wir berechnen auch einen Potenzialfaktor aus der Anzahl der Ressourcen.
Grad des Goldes, et cetera, Länderrisiko, haben auch 'ne Exit-Strategie entwickelt. Ähm, Wenn Sie dazu mehr Informationen brauchen, finden Sie das unten im Video. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist 'n Unternehmen, ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen. Ähm, Es gibt keine Mindestinvestitionssumme, schon eine Überweisung, schon ist es im Zollfreilager in der Schweiz gutgeschrieben. Genauso leicht ist der Verkauf. Ja, die haben 'n sehr freundliches Beraterteam, können Sie einfach anrufen, sich gut beraten lassen, falls Sie diese Art, des Investments noch nicht kennen oder der Einlagung noch nicht kennen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn dir der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein, Like geben, das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also, noch vielen Dank, ähm, und bis zum nächsten Mal.